liebe Freunde des kultivierten Lebensstils, ich begrüße euch aus dem wunderschönen Dithmarschen zu diesem längst überfälligen Video. Und in diesem längst überfälligen Video geht es um eine Entscheidung, die ich vor 2 Jahren getroffen habe. Und zwar mein 1996er Daimler Double Six. Für viele ist ein alter Jaguar die Krönung des klassischen Automobils. Aber bei dem, ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir unternehmen jetzt eine kleine Probefahrt und auf dieser Probefahrt werde ich euch erläutern, weshalb ich denke, dass dieses Auto alles andere als die Krönung von irgendetwas ist. Auf geht's! Blue Chips. Ja, da bin ich dabei. Das sind doch die mit den lila Kartoffeln. Gut. Willkommen in meiner kleinen, beschaulichen 5,15 Meter Yacht. Und es gibt einiges Positives zu berichten. Als ich diesen Wagen vor 2 Jahren gekauft habe, war das der günstigste Jaguar XJ aus der Baureihe X300 mit dem V12-Motor und Straßenzulassung in Deutschland. Und außerdem, ich meine, schaut euch den Wagen mal an. Es ist einfach wunderschön. Außen dieses dunkelgrün, genau genommen Spruce Green. Und innen Sahara Tan, ein cremefarbenes oder eher beiges Interieur. Eine wunderbare klassische Kombination. Aber da hören die positiven Seiten dieses Fahrzeugs auch tatsächlich schon auf. Man sollte vielleicht wissen, der Wagen wurde aus Salerno importiert, also aus einem sehr südlichen Gebiet oder aus einer sehr südlichen Stadt in Italien. Und da unten fahren die Leute eigentlich normalerweise keine V12 Jaguar. Und der Vorbesitzer hatte einen außergewöhnlichen Geschmack, einen ganz, ganz exquisiten Geschmack. Nicht nur in der Ausstattung des Fahrzeugs, denn der Wagen hat den langen Radstand und der hat hinten sogar die sehr seltenen Einzelsitze mit elektrischer Verstellung und Sitzheizung. Die nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Und diese Ausstattung ist wie gesagt sehr selten, aber das war dem Vorbesitzer noch nicht genug. Er wollte mehr. Und so kam es, dass er den Wagen komplett zerlegt hat und er hat aber ein paar Veränderungen vorgenommen. So sieht man zum Beispiel außen den Power Dome auf der Motorhaube, hinten an der Heckklappe eine Abrisskante drauf, dann diese tief gezogenen Seitenschweller, die zweiflutige, sehr, sehr üppig dimensionierte Abgasanlage und viele kleine weitere Details. Und auch das Interieur hat er nicht unberührt gelassen. Zu diesem saucoolen 90er Jahre Autotelefon, ein Motorola International 2700, hat er sich einen faltbaren TFT-Monitor an die Decke geschraubt. Und wenn ich sage geschraubt, dann meine ich geschraubt im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem hat dieser italienische Vorbesitzer ein paar Features hinzugefügt, die ich auch nach 2 Jahren immer noch nicht ganz entschlüsselt habe. Unter anderem, neben dem Telefon befindet sich ein Kippschalter. Da muss man erst diese Fake-Carbon-Abdeckung wegklappen. Dann ist ja ein Kippschalter, den man betätigen kann. Aber es passiert halt nichts. Oder vielleicht doch. Wer weiß das schon. Leider hat der liebe Italiener nicht ganz so viele Aufwendungen in die Wartung und die Pflege des Fahrzeugs gesteckt, wie in die Modifikation und die Individualisierung. Und so kommt es, dass das Getriebe eigentlich
eigentlich nicht das macht, was es soll. Es ist ein 4-Gang-Automatikgetriebe und davon funktioniert noch genau der zweite Gang, wenn das Getriebe kalt ist. Und erst wenn das Getriebe langsam aufwärmt, dann kommt noch der dritte Gang dazu und dann kommt irgendwann auch der vierte Gang dazu. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es sich um einen alten Jaguar handelt. Und von daher gehen Dinge einfach schief. Größtes Problem, das ich aktuell habe, ist, mein Schiebedach schließt nicht. Und ein noch viel größeres Problem, das auch noch viel akuter gerade ist, es regnet draußen. Deswegen, also es hält einigermaßen dicht, aber man hört es vielleicht auch ein bisschen an den Windgeräuschen. Es schließt einfach nicht komplett. Dann so viele Kleinigkeiten, zum Beispiel die Memory-Verstellung funktioniert nicht mehr. Ich glaube, die Tasten sind einfach tot. Hinten die Sitzheizung funktioniert nicht. Die Scheinwerfer-Niveau-Regulierung ist auch defekt auf der einen Seite. Und es ist halt einfach jetzt muss ich rechnen, um Gottes Willen, ein 24 Jahre alter Jaguar. Aber das kann er immer noch. Es ist die Summe der Kleinigkeiten. Die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet. Die Lautstärkeregelung vom Radio ist willkürlich. Die Teppiche, die eigentlich wirklich sehr schön hochflorig sind mit irgendeiner Gummimatte unterklebt und rutschen hin und her. Es ist einfach eine Bastelbude auf Rädern. Doch auf der anderen Seite nimmt mir das den Respekt, selbst an dem Wagen zu arbeiten und auch nochmal meinen eigenen Einfluss reinzubringen und meine eigenen Ideen an dem Fahrzeug umzusetzen. Aber zu den genauen Plänen komme ich später nochmal, denn jetzt ist der nächste Schritt erstmal die Bestandsaufnahme. Den Wagen technisch und mechanisch in einen guten Originalzustand zurückversetzen und dann schauen, von wo man dort aus hinkommt. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt gestehen, das ist eine Anschaffung, die ich nicht bereut habe bisher und jedes Mal erfreue ich mich wieder daran, wenn ich mit dem Wagen fahre. Bescheuerte Entscheidung hin oder her, aber kommt es nicht manchmal auch auf die Freude an und nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit? Ich glaube, das ist genug Philosophie für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Ciao!